Frage heute lautet, ist es wirklich nur möglich, mit dem 10C oder dem 10C Pro Gespräche aufzunehmen in einem Intercom? Nein, ist es nicht. Das geht auch mit einem 30K oder mit einem 20S. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch dann gleich. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich in letzter Zeit viel rumgetüftelt, herauszufinden, wie man bei einem Sena 30K das Gespräch mitschneiden kann. Und zwar ohne viel Bluetooth-Heckmeck. Und ich habe es jetzt endlich geschafft. Das wäre zwar alles wesentlich schlanker, wenn man sich die Kabel alle selber löten würde, aber löten ist ja nicht jedermanns Sache. Deswegen werde ich jetzt mal erklären, wie das funktioniert, mal eine kleine Demonstration machen und ich habe auch alle Artikel, die benötigt werden, in der Videobeschreibung verlinkt, also bleibt dran. Das heißt, jetzt mal schnell das Sena an. Preparing headset. Hello. Hello. Machen wir mal das Radio an. FM on 107.2. So, jetzt müsste man das Radio hören. Also ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht gefleckt dafür. Also, das funktioniert folgendermaßen. Auf dem linken Kanal in meiner Actioncam nehme ich das auf, was ich spreche, mein Mikrofon. Und im rechten Kanal habe ich dann das Sena. Ja, und der Sinn der Sache ist dann natürlich, Gespräche aufzuzeichnen, wenn ich mit jemandem unterwegs bin. Also, Radio wieder aus. Das ist etwas fummelig hier. FM off. So, am schönen Fernsehturm werde ich jetzt mal einen Telefonanruf tätigen und mal schauen, ob das funktioniert. So, Ja, servus. servus. Du, ich rufe gerade vom Motorrad an. Ah, servus. Zum Test, ja. Jetzt können wir einen Dual-Vlog machen und du bist zu Hause. Ja, nicht schlecht. Nee, ich bin auf dem Parkplatz. Ich lackiere mein Auto. Du lackierst dein Auto. Ja, Bei halb der- Spachtelmasse, halb Lack. Bei deiner Oma, oder was? Nö, ist auf so einem Parkplatz. Einfach mal so. Ex- Irgendwo. Extra eine Akkuflex gekauft. Oh Mann, okay. Du, ich glaube, ich habe es jetzt geschafft mit Bluetooth, nee, ohne Bluetooth Gespräche aufnehmen beim Sena. Ah, Da müssen wir mal zusammen fahren. Vielleicht nächstes Wochenende mal. Da würde ich mich einfach nochmal melden. ja, melde dich nochmal. Also übernächste Woche habe ich 2 Wochen Urlaub. Dann melde ich mich nochmal, ne? Okay, Bis gute dann. Fahrt noch. Ciao. Gut, Danke. ciao. Also das Setup, was ich jetzt habe, das hatte ich eigentlich vorher schon mal, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Warum, weiß ich auch nicht. Ich habe jedenfalls jetzt 10er Lautsprecher mit dem Klinkenstecker gefunden. Und zwar sind es die Lautsprecher von dem SF1 oder SF2 oder SF3. Es gibt, glaube ich, so SF4. Keine Ahnung. Jedenfalls gibt es das als Ersatzteil. Also die komplette Basisstation mit Mikro und Kopfhörern für 65 €. Es gibt die Lautsprecher nicht einzeln. Ich verstehe nicht, warum. Aber das war es mir wert, weil jetzt funktioniert es. Also jetzt kann ich hier ohne große Löterei das machen, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Also man braucht viele Kabel. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich denke mal, ich werde das off-Bike erklären. Jetzt gibt es hier mal einen kleinen Schnitt. So, jetzt sind wir hier am heimischen Schreibtisch und hier ist die ganze Kabel-Gaudi, die man zum Aufnehmen vom Sound vom Sena braucht. Das sind 1, 2, 3, 4 Kabel. Eigentlich kann man es auch mit 3 Kabel machen, aber ich habe jetzt keine Alternative für das hier. Also, ich werde das jetzt mal an den Helm dran basteln. Dazu muss ich die Kamera hier irgendwie ablegen. Oder ich muss die einfach mir an den Kopf schnallen. Wahrscheinlich schnalle ich mir jetzt hier an den Kopf, um euch zu zeigen, wie das hier funktioniert. Und zwar folgendermaßen. Also, ich habe jetzt hier mein Sena und ich habe meine Lautsprecher jetzt hier mit Klinkenausgang. Ja, also hier unter dieser Gummilasche ist ja der Klinkenausgang für die Kopfhörer. Und das muss ich trennen, weil ich will was hören und ich will was aufnehmen. Das heißt, ich nehme das jetzt hier erstmal raus. Dann nehme ich hier dieses Verteilerkabel. Also das ist nichts anderes als ein Audiosplitter. Ja, steckt das hier rein. So, Schritt 1. Und hänge dann meine normalen Lautsprecher wieder dran. Das heißt, so höre ich jetzt was. Und dann geht es auf die andere Seite. Hier habe ich jetzt mein normales Mikro. Ja, das sieht ein bisschen komplizierter aus, weil das hat einen 2,5 mm Anschluss. Das heißt, ich brauche einen Adapter. Und weil ich eine Sony habe und die zu laut aufnimmt, habe ich hier noch so ein Dämpfungsgliedkabel. Brauche
braucht man aber bei einer GoPro normalerweise nicht. Und damit man das verbinden kann, weil es zweimal männlich ist, habe ich hier noch eine Kupplung dran. Ja, also kann bei euch ein bisschen leichter aus sein als bei mir. So, hier will ich 2 Signale reinbringen. Also das ist Mono und ich habe noch einen Kanal übrig, weil das Mikrofon hier ist nur Mono und dann habe ich quasi einen Kanal auf der Actioncam, der nichts aufnimmt. Und da kommt jetzt dann dieses hier ins Spiel. Das ist so ein Stereo-Splitterkabel, kann man sagen. Also hier kommt Stereo raus, beziehungsweise rein und teils auf in, das ist glaube ich der rechte Kanal und das ist der linke Kanal. So, das heißt, ich klemme das jetzt hier an. Zack. Und weil ich ein bisschen, sage ich mal, OCD habe, ja, habe ich hier mit Dual Lock und mit so einem Kabelbinder-Verbindungsteil das hier befestigt. Das heißt, ich kann das hier anklicken und das flattert nicht so ewig umanant. Ja. Dann nehme ich hier mein normales Mikrofon und stecke das in den roten Verbinder. So, das heißt, linker Kanal ist jetzt wie gehabt. Hier geht es jetzt mit dem rechten Kanal weiter. Ist egal, welche Reihenfolge das ist, was links und was rechts ist. So, das heißt, von hier müssen wir jetzt noch da rein. Und ich habe das schon mal gemacht, nur die Sache ist, der Sena ist relativ laut. Das heißt, man braucht noch einen Lautstärkeregler. Das ist also dieses eine Kabel hier. Das ist so ein ganz normaler Lautstärke-Schieberegler. Eigentlich ist es egal, was man nimmt. Ich habe jetzt halt den übrig gehabt. Und ja, ihr müsst es dann halt einfach so lange ausprobieren, bis es für euch funktioniert von der Lautstärke her. Und zwar habe ich das so gemacht. Ich habe mein Setup komplett zusammengebaut und dann am PC getestet. Sage ich euch gleich, wie das geht. Also, das heißt, hier drüben gehe ich jetzt dann wieder zu meinem rechten Kanal. Mache das hier dran. Zack. So, und dann habe ich nur noch eine Verbindung zu machen, nämlich hier von der Buchse vom Lautstärkeregler in den Splitter. Dazu nehme ich dann dieses kleine Kabel hier. Da bin ich noch auf der Suche nach was anderem, das ein bisschen hübscher ist, aber es funktioniert jetzt fürs erste Mal. So. Und das lege ich jetzt dann hier rein. So, und damit sind wir jetzt fertig. Also ist zwar ganz schön viel am Helm, aber es funktioniert. Ja. Und das hier geht jetzt dann ganz normal in die Actioncam. Also man kann sich das höchstwahrscheinlich auch selber alles löten, dann ist das alles ein bisschen schöner und flacher, kleiner. Aber so funktioniert es und so kann ich es auch schnell wieder umbauen, wenn ich möchte. So, und getestet habe ich das jetzt folgendermaßen am PC. Jetzt muss ich mal kurz in mein Regal greifen. So, folgendermaßen. Man braucht eine Klinkensteckerverlängerung oder wie auch immer. Und ein Kabel zu seinem Line-In am PC. Ja, das heißt, ich habe dann einfach mein komplettes Setup, so wie es ist, nicht in die Actioncam geführt, sondern folgendermaßen so in den PC. Das heißt, das geht jetzt in den PC. Und dann kann ich mit Audacity aufnehmen und schauen, wie ist das Verhältnis zwischen Lautstärke vom Mikrofon und Lautstärke vom Sena. Und da habe ich mich dann halt so rangetastet, bis die Lautstärke vom Sena gepasst hat. Ich habe eine ziemlich große Reserve. Also ich habe es, wenn es auf maximale Lautstärke stand, glaube ich, auf ca. minus 6 Dezibel eingestellt. Also ich habe noch 6 Dezibel Reserve, bis es dann übersteuert. Ja, so funktioniert das. So funktioniert das. Und ich habe die Links zu allen Kabeln in die Videobeschreibung reingepackt. Also wenn das jemand von euch nachmachen möchte, jederzeit. Mit den Kabeln funktioniert es. Ihr könnt natürlich auch andere nehmen. Prinzipiell ist nur die Funktion wichtig. Wenn ihr da irgendwelche schöneren Kabel habt, dann ja, ist das euch überlassen. So, dann gehen wir wieder zurück aufs Motorrad. Ja, die Lautsprecher, die man dazu braucht, die habe ich nur durch Zufall gesehen. Ich habe diesen kleinen Lewis-Prospekt durchgeblättert, der kam mir vor kurzem im Briefkasten und da war so ein Lewis Special Dingsbums drin. Und ich glaube, das war das SF1 oder SF2 von Sena, nur halt rebranded. Und da waren diese Lautsprecher drin und praktischerweise sind es auch noch die Slim-Lautsprecher, also besser geht's ja gar nicht. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, die Anleitung ist für den einen oder anderen von euch hilfreich. Dann war's das auch schon wieder mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Call. Phone call.
Cancel. Ah. Hello, Sena. Oh, verdammt, wieso geht es jetzt nicht? Hello, Sena. Oh, vergiss es. Hello, Sena. Hello!